und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Maiskölbchen einlege. Hier habe ich kleine Maiskolben, es sind etwa 160 Gramm. Wenn man nur ein Glas einkochen möchte, sollte man ein passendes Gefäß für die Menge wählen. Als nächstes muss man natürlich wissen, wie viel Einlegeflüssigkeit benötigt wird. Dafür wird das Glas mit Wasser aufgefüllt und dieses Wasser in ein auf einer Waage stehendes Gefäß gegossen. Wie ihr sehen könnt, sind es ungefähr 180 Gramm Flüssigkeit. Das ist praktisch, denn 180 lässt sich leicht durch 6 teilen. Für die Zusammenstellung des Suds gibt es nämlich eine einfache Faustregel. 1, 2, 3. Das bedeutet 1 Teil Zucker, 2 Teile Essig, 3 Teile Wasser sowie Salz und Gewürze. Und da 180 durch 6, also 1 plus 2 plus 3, 30 ergibt, kenne ich auch das Gewicht der einzelnen Teile. In einen Topf gebe ich also 30 Gramm Zucker, was einem Teil entspricht, 2 Teile Essig, also 60 Gramm und 3 Teile Wasser. Ich war hier etwas großzügig und habe etwas mehr als 180 Gramm Flüssigkeit insgesamt. Das macht nichts, denn so genau muss man die Zutaten nicht abmessen. Ungefähre Mengenverhältnisse reichen aus. Außerdem wird beim Kochen noch Wasser verdunsten, daher kann es ruhig etwas mehr sein. Jetzt muss der Sud noch gewürzt werden. Hier habe ich eine Nelke, die etwas zerbrochen wird, sowie 2 Pfefferkörner, die ich mit dem Messerrücken zerdrückt habe. Das ist eine Wacholderbeere, die aufgebrochen wird. Hier zeige ich eine Kardamomkapsel. Sie wird von Hand aufgebrochen oder mit dem Messerrücken zerdrückt, sodass man anschließend die kleinen Körner herausholen kann. Bei der Wahl der Gewürze ist man natürlich frei. Nehmt einfach, was ihr mögt und experimentiert ein bisschen herum. Das ist ja das Schöne beim Kochen, dass man Herr des Geschmackes ist. In den Sud werden nun die Maiskölbchen zurückgelegt. Dabei ist mir eingefallen, dass ich das Salz vergessen habe. Davon gebe ich einen Viertel Teelöffel dazu. Da die Maiskölbchen etwas blass waren, habe ich auch noch 2 Messerspitzen Kurkuma dazugegeben. Die Maiskölbchen werden nun zum Kochen gebracht und 5 Minuten bei geringer Hitze simmern gelassen, natürlich unter einem Deckel, damit nicht zu viel Wasser verdampft. So sehen die guten Stückchen nach der Kochzeit aus. Sie werden sofort zurück in das Glas gegeben und der noch heiße Sud wird darüber gegossen. Wie ihr sehen könnt, reicht die Flüssigkeit nicht aus, um das Gemüse vollständig zu bedecken. Also wird schnell etwas Wasser aufgesetzt und mit dem kochend heißen Wasser das Glas aufgefüllt. Das hat auch den Vorteil, dass sich noch am Topfboden befindliche Gewürze doch noch ins Glas kommen. Nun kommt sofort der Deckel drauf, wird zugeschraubt und dann noch einmal richtig festgezogen. Da ich nur dieses eine Glas für den sofortigen Verbrauch gemacht habe, koche ich es nicht noch einmal ein. Bei einer größeren Menge an Gläsern würde ich sie anschließend noch für 5 Minuten im heißen Wasserbad kochen lassen, damit sie auch wirklich ein Vakuum ziehen können. Das Glas lasse ich nun eine Woche stehen, damit die Gewürze durchziehen und ihren vollen Geschmack entwickeln können. Man kann die Maiskölbchen wie hier als Beilage zu einer Currywurst reichen oder zusammen mit Gewürzgurken zu ein paar leckeren Wurstbroten servieren. Vielleicht probiert ihr das Rezept einmal aus. Hier habe ich noch einmal die Zutatenliste für einen Screenshot zusammengeschrieben. Kleine eingelegte Maiskölbchen, 150 Gramm kleine Maiskolben, 30 Gramm Zucker, 60 Gramm Essig, 90 Gramm Wasser, eine Nelke zerrieben, 1 bis 2 Pfefferkörner zerdrückt, eine Wacholderbeere zerdrückt, eine Kardamomkapsel zerdrücken, die Körner herausholen, ein Viertel Teelöffel Meersalz, 1 bis 2 Messerspitzen Kurkuma. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!